Dieses Video habe ich einem der spannendsten Themen der Wellensittichhaltung gewidmet, dem Verhalten. Nicht nur wildlebende Wellensittiche sind sehr soziale Tiere. Auch Heimvögel zeigen ein breites Spektrum, wenn sie als Paar oder in einem kleinen Schwarm gehalten werden. Da die Vögel normalerweise in einem großen Schwarm von mehreren hundert Tieren leben, sollten die Wellensittiche auch nie einzeln gehalten werden. Es ist ein Mythos, dass nur allein gehaltene Wellensittiche zahm werden. Ob Wellensittiche handzahm sind und wie viel Zutrauen sie zum Menschen haben, hängt davon ab, wie intensiv und wie viel wir uns mit ihnen beschäftigen. Klar, einzelne Wellensittiche oder ein Pärchen sind vermutlich stärker auf den Menschen als wichtigste Bezugsperson geprägt. Aber dafür lassen sich im Schwarm die ganze Bandbreite arttypischen Verhaltens und die soziale Dynamik am besten beobachten. Beginnen wir mit dem einfachsten und auffälligsten Verhalten der Vögel, die Lautäußerung. Neben dem alltäglichen Singsang der Wellensittiche, an dem übrigens nicht nur die Hähne teilnehmen, längst haben Forscher und Forscherinnen herausgefunden, dass die Valleyhähne nur versuchen, den Gesang der Hennen am besten zu imitieren. Und wer am nächsten dran ist an der Tonfolge, wird belohnt. Übrigens, neue Vögel passen sich dem Gesang des Schwarms an. Ich habe das schon häufiger beobachtet, dass ein neuer Wellensittich zuerst seinen ganz eigenen Gesang mit ungewöhnlichen Tönen von sich gab und nach einigen Wochen schon die Tonfolgen der anderen Wellensittiche beherrschte. Ähnlich wie wir, wenn wir eine neue Sprache lernen. Aber neben diesem Gesang und der Imitation von Geräuschen zum Vergnügen und für die Balz gibt es auch Laute, die der Kommunikation im Schwarm oder mit dem Partnervogel dienen. Am häufigsten hören wir sicherlich die durchdringenden Kontaktrufe. Auch wenn die Vögel sich im Vogelzimmer selten aus den Augen verlieren, bedeuten diese Rufe: Ich bin hier, wo bist du? Manchmal höre ich diese Rufe auch als Protest, wenn ich den Partnervogel einfange, weil er zum Tierarzt muss. Apropos Protest. Bisher konnten Forschungen nicht erklären, wozu die Schimpftiraden gut sind, die viele Wellensittichhalter nur zu gut kennen. Häufig sind es die Hennen, die unvermittelt im Gezeter ausbrechen. Forscher und Forscherinnen vermuten, dass die Heimvögel einfach zu viel Energie haben. Denn in der freien Wildbahn zeigen die Wellies ein solches Verhalten nicht. Es wäre vermutlich auch viel zu gefährlich, durch lautes Gezeter Fressfeinde auf sich aufmerksam zu machen. Und dann gibt es noch die sogenannten Warnrufe. Die kommen am meisten in der natürlichen Umgebung der Wellies vor. Zu Hause hört man die Vögel schon mal Warnrufe absetzen, wenn sehr große Vögel in der Nähe sind. Meine Wellensittiche haben zum Beispiel Angst vor den Elstern und vor anderen Krähenvögeln. Ähnliche gurrende Laute sind die sogenannten Bettelaute. Sie sind eher von den Valleyhennen zu hören, denn sie fordern den Partner auf, sie zu füttern oder weiter zu füttern während der Balz. Wer im Sommer gerne die kleinen Vögel im Garten beobachtet, hört diese Bettelaute auch häufiger, verbunden mit flatternden Flügeln. Denn diese Bettelaute werden auch von den Nestlingen eingesetzt, um mehr Futter einzufordern. Neben diesen Lauten gibt es 3 Bereiche, in denen Wellensittiche ein besonders interessantes Verhalten zeigen: bei der Interaktion mit ihrem Partnervogel oder Rivalen und bei der Reaktion auf Gefahren. So gibt es Balzrituale, Drohgebärden und Eifersucht, aber auch Fressneid und Streitereien. Denn gerade die fröhlichen Wellensittiche sind bekannt für ihre Streitereien. Das Verhalten der Wellensittiche ist besonders facettenreich. Also lasst uns mit den schönsten Verhaltensweisen beginnen. Der Balz und wie der Wellensittich Freude zeigt. Wellensittiche können zwar nicht lachen oder lächeln, aber mit ihrem fröhlichen Gesang zeigen sie deutlich ihre Lebensfreude. Besonders große Freude wird mit einem starken Kopfnicken angezeigt, häufig im Takt des Gesangs oder der Musik, die die Wellensittiche gerade hören.
Übrigens gibt es eine interessante Forschungsgruppe an der Akademie der Wissenschaften in Österreich zu dem Thema Wellensittiche und Musik. In dem Wellensittichlabor gibt es eine sogenannte Präferenzarena. Dort können die Vögel zwischen verschiedenen Lautsprechern wählen, die unterschiedliche Klänge abspielen. Andersherum versuchen die Forscherinnen und Forscher, die Klangstruktur der Wellensittichlaute zu entschlüsseln. Erstes Ergebnis zu den Präferenzen der Wellensittiche: Eigentlich mögen die Vögel jede Form von Musik. Privat habe ich jedoch den Eindruck, dass die Wellis vor allem Musik mit gleichmäßigem Takt wie Marsch- und Blasmusik bevorzugen. Popmusik, die ich am liebsten höre, mögen die Wellis auch am liebsten ohne komplexe oder allzu unharmonische Klangfolgen. Elektronische Musik und Hip-Hop scheint bei meinen Wellis weniger gut anzukommen, könnte aber auch an meinen Präferenzen und Hörgewohnheiten liegen. Überraschend war ein Experiment mit weißem Rauschen. Dieses Hintergrundgeräusch, das einem laufenden Ventilator ähnelt, wird auch als Einschlafhilfe für Babys benutzt. Die Wellis sollten dieses Kontrollgeräusch eigentlich ignorieren, liebten es aber. Die Forscher vermuten, dass die Wellis in dem Rauschen Details heraushören, die menschliche Ohren nicht wahrnehmen. Noch interessanter ist ein anderer Versuch. Dabei wurde den Vögeln künstlich erzeugte Akkorde aus ihrem eigenen Lauten vorgespielt. Das hat die Vögel erschreckt und war ihnen vermutlich unheimlich. Das erinnert mich übrigens an einen Videotyp hier auf YouTube. Videos mit Wellensittichgesang für einsame Wellis. Statt den Heimvögeln diese Videos vorzuspielen und ihnen einen Partner vorzugaukeln, solltet ihr eurem Wellensittich lieber mindestens einen Partnervogel gönnen. Auch wenn der Partnervogel stirbt, gibt es diverse Wege, ältere Wellensittiche zu bekommen. Ihr könnt zum Beispiel einen Abgabevogel aus dem Tierheim in Pflege nehmen. Aber genug von dem Exkurs zu Wellensittichlauten. Wir waren beim Ausdruck von Freude. Das Kopfnicken ist Vogelliebhabern vielleicht von den Kakadus bekannt. Diese großen Vögel haben zudem die Möglichkeit, mit dem Aufstellen ihres Kopfgefieders ihre Freude besonders ausdrucksvoll zur Schau zu stellen. Bei den Wellensittichen kann man dieses Verhalten, wenn auch etwas dezenter, ebenfalls beobachten. Das Kopfgefieder wird aufgestellt und die Wellis erhalten eine Art Punkerfrisur. Die Federn an den Wangen liegen eng an und bedecken teilweise den Oberschnabel. Die Pupillen sind geweitet. Bei der Balz kommen diese Gesten natürlich auch zum Ausdruck. Dazu kommt ein Trippeln vor dem angebeteten Vogel. Meist fliegt der Hahn auch um den oder die Angebetete herum. Häufig wird dabei auch eine Art Bannkreis um den Partnervogel gezogen. Die Konkurrenz aus dem Schwarm, die in der Nähe sitzt, wird weggejagt. Das Ganze ähnelt häufig einem Tanz. Häufiges Nicken und Kopfschütteln gehört ebenfalls zum Balzritual. Das Singen unterscheidet sich klar von dem Singsang des Schwarms. Ich höre meistens einen besonderen Akzent heraus, der die verschiedenen Klangfolgen voneinander trennt. Ich nenne diesen sehr einprägsamen Laut Punkt. Neben dem Singen erzeugen die Männchen auch durch Klopfen mit dem Schnabel auf der Sitzstange Geräusche. Häufig wird auch an den Schnabel der Henne geklopft. Verengte Pupillen und ein leicht aufgeplustertes Gefieder zeigen höchste Erregung und Freude. Neben dem Balzverhalten gehört das Kraulen und Füttern zu einer gesunden Welli-Beziehung unbedingt dazu. Irgendwo habe ich die wirklich sehr schöne Metapher gelesen, dass das Kraulen der Kleber der Beziehung zwischen zwei Wellensittichen ist. Und ich muss zugeben, es ist unglaublich schön und entspannend, den Vögeln dabei zuzusehen, wie sie sich hingebungsvoll zart an den Federn zupfen. Ähnlich dem Lausen bei den Affen dient das Kraulen der Gefieder und der Beziehungspflege. Ähnliche Verhaltensweisen kommen auch beim Imponiergehabe vor. Hier wird entweder versucht, ein Männchen oder den potenziellen Partner zu beeindrucken. Zwischen dem Gesang mischen sich kehlige Laute. Gerade die Welli-Hähne richten sich zu voller Größe auf und versuchen sich manchmal sogar größer zu machen, indem sie sich strecken. Wieder liegt das Gefieder eng an, bis auf das Kopf- und Nackengefieder. Das wird ein wenig aufgeplustert, um größer zu wirken. Nun zu den weniger erfreulichen Verhaltensweisen der kleinen Vögel: Drohungen, Misstrauen und Angst sowie Beschwichtigungen bei Streit. Drohgebärden reichen vom Anstarren
über Aufstellen des Federkragens, also des Nackengefieders und der Federn am Kopf, bis zum Abstellen der Flügelbuge und Auffächern des Schwanzgefieders. Alles natürlich, um größer zu wirken. Die letzte Stufe vor dem Kampf sind Schnabelgefechte, meist mit geschlossenem Schnabel, um sich nicht gegenseitig zu verletzen. Aber wenn es einmal heiß hergeht, kann es auch sein, dass gerade die Bellyhennen den Männchen in den Fuß beißen und schon einmal Blut fließt. Misstrauen und Angst lässt sich wohl vor allem im Verhalten gegenüber uns Vogelhaltern bemerken. Vor allem dann, wenn wir versuchen, die Tiere einzufangen. Ähnlich wie bei der Erregung während der Balz sind auch hier wieder die Pupillen geweitet und die Augen weit geöffnet, aber diesmal vor Angst. Die Muskulatur ist am ganzen Körper gespannt, um bei Bedarf direkt wegfliegen zu können. Das Gefieder liegt eng an und die Vögel ducken sich oder versuchen, sich klein zu machen. Gerade wenn die Heimvögel nicht zahm sind, haben sie die größte Panik, wenn wir sie in der Hand halten. Ähnlich wie wir, wenn wir in Panik sind, pocht das Herz besonders schnell. Vielleicht hyperventiliert der Vogel sogar. Manchmal machen die Wellies dann auch beschwichtigende Gesten und ergeben sich in die Situation, vor allem wenn sie länger dauert, wie beim Krallenschneiden oder der Untersuchung beim Tierarzt. Der Kopf wird nach hinten gezogen und die Vögel schließen die Augen. Häufig versuchen sie, den Kopf abzuwenden und machen sich klein. Gerne wird auch der Schnabel im Gefieder versteckt. Vor allem dann, wenn wir ihnen Tropfen oder andere Medikamente einflößen möchten. Um unsere Hand oder auch andere Schwarmvögel im Streit abzuwehren, werden die Füße gehoben und Tritte ausgeteilt. Beim Streit im Schwarm bleibt als letzte Möglichkeit der Rückzug. Den letzten Themenblock der Verhaltensweisen möchte ich dem Wohlbefinden der kleinen Heimvögel widmen. Für uns Vogelhalter ist es am wichtigsten zu erkennen, wann sich der Vogel unwohl fühlt oder vielleicht sogar krank ist. Überhitzung und Überanstrengung zeigen die Vögel auf dieselbe Art. Im Gegensatz zum Aufplustern beim Frieren, wenn die kleine Luftschicht zwischen den Federn isolierend wirkt und die Vögel wärmt, liegt das Gefieder bei starker Hitze eng an. Die Flügel werden angehoben und dienen als Fächer für die Luftzirkulation. Ähnlich dem Hecheln bei Hunden atmen die Vögel mit geöffnetem Schnabel. Bei großer Angst bis hin zur Panik kann schon mal dasselbe Verhalten beobachtet werden. Dann sollten Sie versuchen, den Vogel zu beruhigen oder ihn in Ruhe lassen, damit er keinen Herzschlag bekommt. Die gegenteilige Reaktion, völlige Entspannung, ist vermutlich neben der Freude das schönste Verhalten, das wir regelmäßig bei unseren Heimvögeln beobachten können. Dann sitzen die Wellensittiche auf einem Bein und aufgeplustert wie ein kleiner Ball auf der Stange. Plustern ist zwar auch eines der ersten Krankheitsanzeichen, aber es gibt 3 entscheidende Unterschiede. Sind die Vögel krank, können sie sich meist nicht auf einem Bein halten und auch das Gefieder wirkt stumpf oder struppig, weil es nicht mehr gepflegt wird. Die Körperhaltung ist auch anders. Während bei gesunden Vögeln eine glatte Silhouette zu sehen ist, nehmen kranke Vögel meist eine gebeugte Schonhaltung ein. Größter Vertrauensbeweis ist übrigens, wenn die Wellies völlig entspannt auf einem Bein sitzen bleiben, auch wenn ihr in deren Nähe steht. Ein Knispern oder Knirschen mit dem Schnabel zeigt höchste Zufriedenheit an. Gerade mittags oder am späten Nachmittag geht diese entspannte Sitzen oder eher Stehen auf der Stange nahtlos in ein Nickerchen über. Wellensittiche ruhen bzw. schlafen übrigens 38% des Tages, also mehr als ein Drittel. Gähnen ist übrigens auch bei Wellensittichen ansteckend. Sie sind die erste Tierart außerhalb der Säugetiere, bei denen dies nachgewiesen werden konnte. Das spricht für ihre Empathie. Und jeder, der schon einmal einen Seelenvogel gehabt hat, wird dem zustimmen. Häufig kommt es einem so vor, als würde gerade dieser Vogel zwar nicht die Sprache verstehen, mit der wir mit ihm sprechen, aber die Emotionen, die hinter den Worten stecken. Zum Schluss noch ein paar Anzeichen dafür, dass euer Vogel sich nicht nur unwohl fühlt, sondern auch ernsthaft krank sein könnte. Wie in meinem Video über die Vogelkrankheiten mehrmals erwähnt, sind die kleinen Vögel als Fluchttiere leider Meister darin, eine Krankheit so lange zu verbergen, bis sie so weit fortgeschritten ist, dass leider auch der Tierarzt nicht mehr viel ausrichten kann, weil die Tiere einfach zu geschwächt sind.
Umso wichtiger ist es, jede dieser Verhaltensänderungen im Blick zu haben und bei einem oder mehreren der folgenden Warnzeichen sofort zum Tierarzt zu fahren. Der Wellensittich sitzt teilnahmslos mit aufgeplustertem Gefieder auf der Stange, häufig weit entfernt von den anderen Vögeln im Schwarm. Er bleibt für Stunden an derselben Stelle sitzen, häufig ohne zu schlafen, oder er schläft tagsüber mehr als die anderen Wellis. Wenn er schläft, sitzt er nicht auf einem Bein und steckt seinen Kopf auch nicht ins Gefieder. Ein Zukneifen der Augen kann übrigens darauf hindeuten, dass der Welli Schmerzen hat. Zittern oder eine pumpende Atmung sind ebenfalls untypische Zeichen für Unwohlsein. Häufiges Kratzen mit dem Fuß oder das Reiben des Gefieders an Spielzeug und Sitzstangen kann auf Parasiten wie Milben hinweisen, während der Mauser aber völlig normal. Und für mich immer noch ein häufiges Zeichen, dass etwas nicht stimmt, ist nicht nur, wenn der kranke Vogel sich selber vom Schwarm isoliert. Häufig werden kranke Vögel von den anderen Wellis im Schwarm weggejagt, sogar von ihrem Partnervogel. Vermutlich ein Schutzmechanismus, damit nicht der ganze Schwarm erkrankt, da Virusinfektionen und Parasiten höchst ansteckend sind. Bei der Atmung solltet ihr auf das Schwanzwippen achten und ob es hörbare Atemgeräusche gibt, wie dieses Quietschen zum Beispiel. Zum Schluss noch ein kleines Beispiel für den Gesang meiner Wellis. Wie gesagt, jeder Schwarm hat seinen ganz eigenen Akzent.